Zeitreise nach Rom. Würdest du als Gladiator überleben? Ein grelles Licht, ein jäher Ruck, alles verschwimmt. Schon reißt es dich unaufhaltsam durch die Zeit. Als du wieder blinzelst, hörst du lautes Rufen, riechst Rauch, Schweiß und den Gestank von Tieren. Deine Hände sind mit Eisenketten gefesselt. Männer in Rüstungen stoßen dich grob auf die Beine. Über dir prangt ein Schild mit römischen Buchstaben. Ludus. Willkommen in der Gladiatorenschule, deiner neuen Heimat, deinem Gefängnis und vielleicht deinem Grab. Hier gibt es nur zwei Wege: Ruhm in der Arena oder den Tod im Sand. Dein erster Tag in der Gladiatorenschule. Du bist nicht freiwillig hier. Niemand ist das. Manche sind Sklaven, andere Kriegsgefangene, wieder andere verurteilte Verbrecher. Und doch, hier hinter den Mauern der Gladiatorenschule seid ihr alle gleich. Besitz eines Mannes, des Lanista. Er mustert dich wie ein Viehhändler. Muskeln, Haltung, Zähne, alles wird geprüft. Dann teilt er dich einer Gruppe zu. Dein Schlafplatz, eine enge Zelle, nur eine Matte, ein Krug Wasser und die ständige Geräuschkulisse der Mitgefangenen. Neben dir Männer, die dich neugierig und feindselig zugleich ansehen. Denn hier ist jeder ein möglicher Rivale, aber auch ein möglicher Verbündeter. Zum Essen gibt es Gerste und Bohnen, die Gladiatoren-Diät, reich an Kohlenhydraten, damit du Masse und Kraft aufbaust. Noch bevor die Nacht hereinbricht, hörst du aus dem Trainingshof das Klirren von Holzschwertern. Dein Herz rast. Du beginnst zu begreifen, hier zählt nicht nur Kraft, sondern auch Cleverness, Geduld und Mut. Doch wirst du den harten Alltag überstehen oder im Training untergehen, bevor du überhaupt die Arena siehst. Die Ausbildung. Blut, Schweiß und Neid. Der nächste Tag beginnt im Sand des Trainingsplatzes. Kein Schwert aus Eisen, sondern Holzwaffen, schwer und unhandlich. Dein Lehrer, ein ehemaliger Gladiator, brüllt dich an, korrigiert jeden Schritt, jeden Schlag. Schläge mit der Rute sind normal, wenn du zu langsam reagierst. Du lernst verschiedene Gladiatorentypen kennen. Momillo mit schwerem Schild und Helm, Retiarius leicht bewaffnet mit Netz und Dreizack, Treex mit kurzem Schwert und kleinem Schild. Vielleicht wirst du einem dieser Typen zugeordnet. Doch egal welche Rolle, alles dient dem Spektakel. Du merkst schnell, Talent alleine reicht nicht. Wer clever handelt, wer seine Mitkämpfer einschätzt und die Erwartungen des Lanista kennt, überlebt länger. Die Tage sind hart, Muskelkater, Hunger, Schmerzen. Doch die größte Gefahr lauert nachts in den Zellen. Intrigen, ein falsches Wort und du wachst vielleicht nie wieder auf. Der Lanista beobachtet dich genau. Für ihn bist du keine Person, sondern eine Investition. Wenn du schwach bist, bist du wertlos. Zeigst du Talent, kann er dich groß machen. Wirst du auffallen oder still verschwinden, bevor das Publikum deinen Namen kennt? Die Arena ruft. Nach Wochen der Ausbildung kommt der Tag, den du am meisten fürchtest und gleichzeitig ersehnst. Die Arena beginnt. Es ist nicht irgendein Ort. Du wirst ins Kolosseum geführt, das größte Theater der Gewalt, das die Welt kennt. Über 50.000 Menschen sitzen auf steinernen Bänken. Ihre Rufe, ihr Johlen, ihre Gier nach Blut dröhnen in deinen Ohren. Der Sand unter deinen Füßen ist warm, staubig, getränkt von altem Blut. Vor dir steht dein Gegner, schwer bewaffnet, genauso nervös wie du. Doch während dein Herz rast, spürst du die Augen Zehntausender Zuschauer. Du hörst die Schreie des Publikums, das Stampfen der Füße und das Raunen, wenn die Gladiatoren in Position treten. Der Kampf beginnt. Kein Holz mehr, diesmal ist es Eisen. Jeder Schlag könnte dein letzter sein. Doch du erinnerst dich an das Training, an jede Bewegung, jeden Griff, jeden Atemzug. Schweiß tropft dir in die Augen. Das Publikum tobt. Du triffst und dein Gegner fällt. Er lebt noch. Der Richter hebt die Hand, das Publikum brüllt. Der Daumen entscheidet. Nach oben Gnade, nach unten Tod. Hätte das Publikum dich verschont oder hätte dein Blut ihren Jubel nur lauter gemacht? Ruhm, Risiko und die Jahre in der Arena. Du überlebst. Vielleicht, weil du geschickt warst. Vielleicht, weil das Publikum dich mochte. Denn hier zählt nicht nur Stärke, sondern Show. Je beliebter du bist, desto sicherer bist du, doch niemand ist wirklich frei. Jahre vergehen, du lieferst Kampf für Kampf ab. Du trainierst weiter und spürst jeden Muskel, jede Narbe und jeden Schmerz. Du siehst, wie Kameraden fallen, wie andere zu Stars aufsteigen und manche heimlich den Lanista herausfordern.
Zwischen den Kämpfen spürst du die Einsamkeit am stärksten. In deinen Träumen siehst du die Arena, die Gesichter der Gefallenen und hörst das Flüstern der Intrigen. Manche Freundschaften zerbrechen, andere werden zu stillen Bündnissen des Überlebens. Du lernst, wann du kämpfen musst, wann du schweigen, wann du das Publikum und die Gunst der Mächtigen spielen lassen solltest. Doch ständig schwebt der Schatten der nächsten Prüfung über dir. Die Arena vergisst niemanden. Ruhm bringt Respekt, Geschenke und Aufmerksamkeit der Reichen, vielleicht sogar die Gunst des Kaisers. Doch die größte Belohnung, Freiheit, bleibt verborgen. Zumindest vorerst. Am Ende eines langen Jahres reicht dir der Lannister ein kleines Holzschwert, nur ein kurzes Lächeln, ein Hinweis, dass dies etwas Bedeutendes ist. Was könnte dieses kleine Schwert bedeuten? Dein Ende oder der Beginn von Freiheit? Dein Moment, Freiheit und Triumph. Du hältst das Rudis in den Händen, das hölzerne Schwert, das der Lannister dir überreichte. Dieses kleine Schwert steht symbolisch für alles, wofür du gekämpft hast. Deine Stärke, deinen Mut und deine Freiheit. Mit ihm endet dein Leben als Gladiator. Du bist kein Sklave mehr, kein Spielball des Lannister, keine Figur für das Publikum. Du bist frei. Die Jahre voller Blut, Schmerz und Angst führen letzten Endes zu diesem Moment. Jede Narbe, jeder Muskelkater und jeder Schrei in der Arena hat dich hierher gebracht. Die anderen Gladiatoren klopfen dir auf die Schulter. Einige lächeln respektvoll, andere bewundern dich still. Manche haben selbst geträumt, das Rudis zu erhalten, und in ihren Augen spiegelt sich Anerkennung und vielleicht auch ein wenig Neid. Dieses kleine Holzstück ist mehr als nur ein Schwert. Es ist der Beweis, dass du die Prüfung der Arena überstanden hast. Für einen Moment spürst du echten Stolz, echte Freiheit. Du hast überlebt, du hast gekämpft und du hast gewonnen. Nicht nur gegen Gegner in der Arena, sondern gegen das System, das dich einst gefangen hielt. Du hast das Rudis verdient. Erinnere dich daran, dass jeder Kampf, jede Herausforderung und jede Entscheidung dich hierher gebracht hat. Dann spürst du plötzlich wieder den Sog. Licht umhüllt dich. Das Brüllen des Publikums verhallt. Du öffnest die Augen, zurück in deinem Bett. Eine Welt ohne Ketten, ohne Lannister, ohne Daumenurteil. Du hast überlebt. Aber die Frage bleibt, wie lange hättest du es wirklich geschafft? Wenn dir diese Zeitreise gefallen hat, abonniere uns. Wir sind ein neuer Kanal und jeder Like, jeder Kommentar, jedes Abo ist unser Rudis. Damit helft ihr, noch mehr solcher Zeitreisen möglich zu machen. Beim nächsten Mal führt dich die Zeit ins alte Ägypten, zu Pyramiden, Pharaonen und geheimnisvollen Ritualen. Was denkst du, würdest du auch dort bestehen? Schreib's in die Kommentare und begleite uns auf der nächsten Zeitreise. Danke, dass du dabei warst. Bis bald.